Ihr erkennt plötzlich Dinge aus der Ferne nicht mehr so scharf wie früher. Es muss nicht unbedingt an Altersschwäche liegen, dass eure Sehstärke nachlässt. Es kann auch ein Vitaminmangel oder ein falscher Lifestyle sein. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Fangen wir wieder damit an, was die orthomolekulare Medizin für gute Mittel zur Verfügung hat, um eure Sehstärke wieder zu schärfen. Die wohl allerwichtigsten Vitamine für unsere Augen sind sogenannte Carotinoide wie Cryptoxanthin, Zeaxanthin, Lutein und Lycopin. Diese stärken nicht nur unsere Sehschärfe, sondern lassen sie auch zu wahren Adleraugen werden. Probiert es aus, ihr werdet den Effekt auf jeden Fall merken. Denn sie fördern nicht nur die Augendurchblutung, sondern wirken auch antioxidativ und wirken dem sogenannten grauen Star oder der Makuladegeneration vor. In Blaubeeren sind sogenannte Dimereproanthocyanidine oder auch kurz gesagt Anthocyane. Diese sogenannten Anthocyane sind extrem wichtig für unsere Augen und aber auch für unsere Haut. Sie wirken antioxidativ und verlangsamen somit unseren Alterungsprozess unserer Augen. Sie haben außerdem auch noch eine antikarzinogene Wirkung, das heißt, sie sind vorbeugend gegen Krebs. Nebenbei erwähnt enthalten Blaubeeren auch noch die Vitamine A, C, E und auch wieder bestimmte Carotinoide. Sie sind also ein wahres Superfood für eure Augen. Ein super Trio gegen antioxidative Prozesse ist auch noch Vitamin C, Zink und Selen. Diese 3 Vitamine wirken antioxidativ und sorgen auch wieder dafür, dass eure Sehkraft gestärkt wird. Nebenbei möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, dass auch trockene Augen eure Sehkraft mindern können. Und hierbei helfen Omega-3-Fettsäuren sehr gut, weil sie eure Augen wieder befeuchten und somit wieder zu einem klaren Sehbild führen können. Nun blende ich wieder eine Liste ein von den orthomolekularen Mitteln, die gut für eure Augen sind, eure Augen schärfen und wieder strahlen lassen und gegen viele Augenkrankheiten helfen können. Nun möchte ich noch auf den Lifestyle eingehen, denn auch hier gibt es sehr viele Faktoren, die eure Sehkraft mindern können. Als allererstes empfehle ich auf jeden Fall, tragt Sonnenbrillen, denn UV-Licht fördert auch wieder antioxidative Prozesse, die einen schädlichen Einfluss auf eure Augen haben. Und zudem verbrauchen sie auch noch sehr viel Vitamin A. Beta-Carotinoide sind die Vorstufe von Vitamin A und ich empfehle eine Supplementation immer eher über Carotinoide als auf Vitamin A-Produkt zurückzugreifen, denn Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin, das sich bei einer Überdosierung in verschiedenen Organen ablagert und somit schädliche Auswirkungen haben kann. Deswegen solltet ihr euren Vitamin A-Haushalt immer mit Carotinoiden füllen. Auch das Lesen auf sehr, sehr hellem Papier oder eben auch Bildschirmarbeit oder häufige Benutzung von eurem Smartphone kann schädlich für eure Augen sein. Die ersten Anzeichen sind meistens dafür, dass eure Augen Rötungen erleiden werden und dass eine starke Müdigkeit über eure Augen kommt. Gerade das lange Arbeiten an Bildschirmen kennen sehr, sehr viele von euch sicherlich. Ich empfehle dabei, eine Anti-Blaulichtbrille zu tragen. Es gibt sie mittlerweile fast überall zu kaufen und ich habe damit so gute Effekte erzielt. Also ich habe weniger Augenbrennen, ich habe weniger Augenrötungen und probiert es einfach mal aus.
Es gibt sie mit klaren Gläsern, dass sie so mit Grafikarbeiten nicht beeinträchtigen, aber auch mit gelben Gläsern, die noch eine stärkere Filtration dieses künstlichen Blaulichtes haben. Carotinoide bilden übrigens von Natur aus einen leichten Schutz gegen dieses grelle Licht, aber leider nicht so stark, wenn man den ganzen Tag am Bildschirm arbeiten muss. In meinem letzten Video über eine starke Sehschärfe habe ich auch darüber gesprochen, dass auch trockene Augen zu Sehschwäche führen können. Trockene Augen kann man auch durch häufige Benutzung einer Klimaanlage bekommen oder aber auch, wenn man Kettenraucher ist und der Rauch dann natürlich auch im Gesichtsbereich immer anzutreffen ist und somit eure Augen austrocknet. Also meidet auch bitte hier wieder weitgehend Faktoren, die eben eure Augen austrocknen lassen. Wenn ihr gegen bestimmte Kosmetikprodukte allergisch reagiert, kann es auch wieder zu Rötungen kommen und Entzündungen. Und diese Entzündungen können Ursache dafür sein, dass ihr unter einer Sehschwäche leidet. Deswegen achtet bitte gut darauf, wie ihr reagiert, wie eure Augen im speziellen Fall reagieren, wenn ihr Kosmetikprodukte auftragt. Ich denke da an Cremes, Kajal, Mascara, Lidschatten, also alles, was an Pflegeprodukten auch erhältlich ist, gerade vielleicht auch Augencremes. Dann versucht bitte das Produkt zu wechseln, versucht eine andere Marke auszuprobieren, vielleicht enthalten die dann spezielle Stoffe, gegen die ihr nicht allergisch reagiert, und im schlimmsten Fall müsst ihr einfach das Produkt ganz meiden. Auch eine falsche Ernährung kann natürlich zur Beeinträchtigung eurer Sehstärke führen. Welche Lebensmittel gut und welche Lebensmittel schlecht sind, habe ich in meinem ersten Video schon erwähnt. Ihr könnt es euch gerne noch einmal ansehen. Und im allgemeinen Fall sind auf jeden Fall hohe Blutfettwerte sehr kontraproduktiv für eure Sehstärke. Denn hohe Blutfettwerte trüben eure Augenlinsen, was zum Beispiel bei dem grauen Star der Fall ist, und können somit diese Erkrankung begünstigen. Deswegen achtet darauf, dass euer Fetthaushalt im Gleichgewicht ist. Versucht mehr von den ungesättigten, von den mehrfach ungesättigten Fetten zu euch zu nehmen, damit ihr nicht so viel von den gesättigten Fetten aufnehmt, die eure Blutfettwerte wieder steigen lassen. Leider hat einen ähnlichen Effekt auch noch zu viel Zucker. Zu viel Zucker in der Ernährung führt auch zu einer Trübung eurer Sehlinse und fördert somit auch wieder den grauen Star. Ganz besonders ist auf einen bestimmten Zucker zu achten, der nur in Milchprodukten vorhanden ist. Das ist der sogenannte Galaktosezucker. Auch in der traditionell chinesischen Medizin wird von Milchprodukten bei Augenerkrankungen generell immer abgeraten. Denn Milchprodukte sind ja, wie ihr schon wisst, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, sehr stark schleimbildend, und dieser Schleim lagert sich eben auch in euren Augen ab, was zu einer Trübung eurer Sehlinse führen kann. Und in der westlichen Medizin ist das dann der sogenannte graue Star. Als letztes habe ich dann noch den Kaffee zu erwähnen. Kaffee trocknet wieder nicht nur euer Leberblut aus, was eure Augen mit weniger Nährstoffen versorgen wird, sondern führt auch zu einer Erhöhung des Augeninnendrucks, was auch wieder zu einer Minderung der Sehschärfe führen kann. Deswegen solltet ihr auch wieder Kaffee, wenn es geht, so weit wie möglichst meiden. Nun blende ich auch wieder eine Liste ein von den Faktoren, die ihr bitte beachten sollt, wenn ihr eine Sehschwäche habt. Nach einer Weile werdet ihr sicher einen positiven Effekt merken, wenn ihr alle meine Tipps beachtet. Ich hoffe sehr, ich konnte euch damit helfen, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, und bis dahin wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, aktiv was für seine Gesundheit tun zu können.